Dahinter könnte was ganz anderes stecken. Was? Wissen Sie was? Was vermuten Sie? Ich vermute, dass durch die Häufung dieser gesamten Anschläge ein System dahinter steckt. Irgendetwas sagt mir, der Wahlausgang soll beeinflusst werden. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Es sind überwiegend ausländische Täter. Es sind sogenannte Low-Level-Täter, die möglicherweise von irgendwoher eingekauft wurden. Wir gucken vielleicht zu sehr auf den Islamischen Staat. Wir gucken zu sehr auf Ausland. Es kann sein, dass die Bedrohung von innen kommt, aber von außen gesteuert wird. Hey Leute, ihr müsst euch das echt mal reinziehen. Ein sogenannter Sicherheitsexperte erklärt im Fernsehen die Hintergründe des Anschlags in München und haut dabei Theorien raus. Da kann man echt nur noch mit dem Kopf schütteln. Angeblich steckt da eine geheime Strategie dahinter, um die Bundestagswahl zu beeinflussen. Und dann kommt er auch noch mit der Behauptung, dass wir eigentlich viel zu sehr auf den islamistischen Staat schauen. Vielleicht kommt die Gefahr ja von ganz woanders. Ihr wollt wissen, was für ein Hanebüchen-Unsinn hier als Analyse verkauft wird? Dann bleibt dran. Denn das zerlegen wir jetzt mal ordentlich. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt unbedingt in die Kommentare, was ihr von diesen wilden Spekulationen haltet. Auf geht's! Sprechen wir darüber mit dem Sicherheitsexperten und Notfallseelsorger Jörg Traubot. Schön, dass Sie bei uns sind hier im Studio. Herr Traubot, man hat den Eindruck, oder nicht nur den Eindruck, sondern diese Anschläge haben sich gehäuft in den letzten Wochen, in den letzten Monaten. Was sind die Hintergründe aus Ihrer Sicht dafür? Das könnte Spekulation sein, aber interessanterweise habe ich vor der Sendung einen Anruf gekriegt von meinem Sohn aus Berlin, der in der Branche arbeitet, Sicherheitsbranche. Und der sagte nur 2 Worte, cui bono, wem nützt es? Wenn in einem Unternehmen eine Anzahl von Anschlägen in kurzer Zeit passieren, fragt sich jeder Unternehmer, wer greift mich hier an und was will er? Und ich glaube, die Angriffe, die wir im Vorfeld der Bundestagswahl haben, so gehäuft und jetzt auch im Zeichen der Sicherheitskonferenz, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich ein Einzeltäter ist, der mit seinem Mini da einfach so lang fährt in diese 1500 Menschen Demonstration rein und der das spontan gemacht hat. Nein, ich glaube, dahinter könnte was ganz anderes stecken. Was? Wissen Sie was? Was vermuten Sie? Ich vermute, dass durch die Häufung dieser gesamten Anschläge ein System dahinter steckt. Irgendetwas sagt mir, der Wahlausgang soll beeinflusst werden. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Es sind überwiegend ausländische Täter. Es sind sogenannte Low-Level-Täter, die möglicherweise von irgendwoher eingekauft wurden und die einen Auftrag haben. Und der Auftrag ist es eben, diese Unruhe zu bringen und möglicherweise die gesamte Migrationspolitik eben nochmal auf den Prüfstand zu stellen, kurz vor der Wahl. Und das gelingt ja auch. Wir sprechen ja jetzt schon wieder in der Politik über Migration. Also kann das durchaus ein Ziel sein und darüber werden die Sicherheitsbehörden garantiert nachdenken. Wir gucken vielleicht zu sehr auf den Islamischen Staat, wir gucken zu sehr auf Ausland. Es kann sein, dass die Bedrohung von innen kommt, aber von außen gesteuert wird. Möglicherweise wissen die Täter überhaupt nicht, wer die Hintermänner oder der Hintermann oder der Staat da sein könnte. Sie machen es einfach und ja, sie haben dann anschließend nicht viel zu berichten. Hört sich spekulativ an, aber es sind mir einfach zu viele Anschläge in kurzer Zeit vor der Bundestagswahl. Und was machen diese Anschläge mit uns Menschen, mit der Bevölkerung in Deutschland, vor allen Dingen mit unserem Sicherheitsgefühl? Die Menschen werden immer mehr politisch verunsichert. Sie haben das Gefühl, es gibt zurzeit überhaupt nur noch ein Thema. Das ist das Migrationsthema. Obwohl man, wenn man in die Statistik reinschaut, dann sieht man, dass in den letzten 10 Jahren an sich 40-50% maximal Ausländerkriminalität da war. Das Thema ist also vollkommen auch medial überzogen. Es ist eben dramatisch, weil es das Thema in der Bundestagswahl ist und weil jeder darüber spricht.
Und das gibt uns zusätzlich ein ganz schlechtes Sicherheitsgefühl. Es ist genau der Grund. Wir sollen diesem Staat nicht mehr glauben. Wir sollen ihm nicht mehr trauen. Es wird Misstrauen gesät, dass das, was in Berlin passiert, gar nicht gut ist für uns Deutsche. Und die meisten oder viele haben schon Briefwahl gemacht und die anderen sind kurzfristig dran. Also ich könnte mir vorstellen, diese Massierung ist gesteuert und hat Auftraggeber. Gut, das wird sicherlich aufgearbeitet, auch von den Sicherheitsbehörden. Lassen Sie uns über die noch einmal sprechen. Wir haben gehört, es war heute ein Demonstrationszug, in den dieses Auto gefahren ist von hinten. Der Demonstrationszug trotzdem gesichert mit 2 Polizeiautos vorne und hinten. Zeigt das auch, wie schwierig solche Anschläge tatsächlich auch zu verhindern sind, trotz hoher Sicherheitsvorkehrungen? Aber ich denke, Frau Dauster, das ist ja auch in München gesagt worden, im Grunde lässt sich das am Ende nicht verhindern. Also wir haben in der Sicherheitskonferenz über 5000 Beamte, die natürlich nicht nur im Bereich der Sicherheitszonen A und B sind. Nicht? Das ist da, wo die akkreditierten Besucher sind. Nein, sie sind überall. Sie sind am Boden, sie sind in der Luft und auch die Demonstrationen, es gibt ja über 20 angemeldete Demonstrationen, werden begleitet. Es sind Polizeifahrzeuge hinter diesem Zug gewesen und sie fahren parallel und trotzdem ist es passiert. Gott sei Dank sind die Auswirkungen, sie sind furchtbar. Das muss man einfach sagen. Aber es hätte viel schlimmer sein können, wenn die Polizei nicht sofort und so beherzt reagiert hätte. Klare Antwort, es ist nicht zu verhindern. Es ist nicht zu verhindern. Trotzdem auch noch mal die Frage zum mutmaßlichen Täter. Ein junger Mann aus Afghanistan, der als unbegleiteter, minderjähriger Geflüchteter nach Deutschland kam. Wie müssen wir uns die Situation dieser Menschen vorstellen, die dann womöglich auch bereit sind, sich zu radikalisieren und eine solche Tat zu begehen? Ja. Das ist mir eine sehr wichtige Frage, weil ich auch als Flüchtlingshelfer ehrenamtlich und Notfallseelsorger gerade ein komplettes Haus betreue, in dem auch Afghanen drin sind. Und ich sehe diese Situation. Das sind Menschen, die schon jahrelang in dem Gebäude leben, eine Gestattung haben. Das heißt, die Abschiebungsdrohung ständig in der Tasche haben, den Ort nicht wechseln dürfen. Manche dürfen arbeiten, andere wieder nicht. Aber im Grunde genommen verkümmern die dort und sind ansprechbar eben für alles, was nicht in Ordnung ist. Und wenn die nicht sehr gut begleitet werden, ja, dann kann ich mir vorstellen, dass sowas passiert. Dieser junge Mann, der ist mit 15 Jahren, ist der rübergekommen. Der lebt also jetzt knapp 10 Jahre in Deutschland. Der hat seine Gestattung. Der weiß nie, wann er wieder zurück muss. Vielleicht hat er ein bisschen Drogen genommen, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist er nie richtig integriert worden. Ja, und das ist natürlich ein Potenzial für Gefährdung. Und davon gibt es sehr, sehr viele. Jörg Trauboth war das, Sicherheitsexperte und Notfallseelsorger. Danke für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen. Das muss man sich mal geben. Da sitzt ein selbsternannter Sicherheitsexperte im Fernsehen und schwurbelt sich eine Theorie zusammen, die jeder Logik entbehrt. Hat er vor der Sendung seine Glaskugel befragt oder einfach nur aus dem Bauch heraus fantasiert? Dass so ein Unsinn in den Nachrichten ausgestrahlt wird, ist der eigentliche Skandal. Geht's noch? Statt Klartext zu reden, wird hier gezielt abgelenkt und die Schuld in irgendeine mysteriöse Richtung geschoben. Hauptsache bloß nicht die wirklichen Probleme ansprechen. Wer so einen Blödsinn glaubt, dem ist echt nicht mehr zu helfen. Und Herr Trauboth, gehen Sie lieber wieder in den Wald, umarmen Sie Bäume oder lesen Sie Märchenbücher, aber bitte verschonen Sie uns mit diesen absurden Fantasien. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und haut in die Kommentare, was ihr von solchen Experten haltet. Bis zum nächsten Mal.